Ja. Ne? Ah, Ja. ja, aber das, ich weiß nicht, ob ich da die... Ja, doch, einfach Okay. sagen, wie es ist. Sagen, wie es ist. In der Vergangenheit gab es einzelne Peerbegleiter, die hier am Bezirkskrankenhaus gearbeitet hatten, die alleine gearbeitet haben, ohne Supervision, ohne Intervision und damit selber immer wieder in Schwierigkeiten auf ihrer psychischen Seite gekommen sind. Und es gab Schwierigkeiten dadurch in der Zusammenarbeit auf Station. Das haben wir selber erlebt, die Maria und ich, als wir auf die Stationen gekommen sind, dass da erstmal Vorbehalte waren. Punkt. Einverstanden? Ich hatte das Glück, dass ich im Rahmen einer Studie eingestellt worden bin und ich bin herzlich empfangen worden also ich arbeite beim Hub-Treatment und ich bin da herzlich empfangen worden. Ich hatte eher gute Erfahrungen, aber ich finde die Supervision, den Austausch mit anderen Peers, weil ich war am Anfang Einzelkämpfer, finde ich sehr wertvoll für mich jetzt in meiner Arbeit. Also ich habe es auf Station auch so erlebt, dass einfach am Anfang Vorbehalte waren durch diese Peerbegleiter oder Ex-In-Begleiter, die vorher da waren auf Station, weil die eben sehr viele Einzelkämpfer waren und damit nicht klar kamen. In der Zwischenzeit hat sich das aber aufgelöst. Ich arbeite jetzt schon seit 1,5 Jahren auf Station und bin im Team gut angekommen und die merken jetzt auch, dass es eine Unterstützung ist und ja. Also sie sagt, sie hat jetzt, ihr sollt euch vorstellen, sie hat Interesse bei Abseits mitzumachen oder hier bei dem Peer-Team allgemein und ihr sollt sie überzeugen. Mhm. Ladies first. Vielleicht kannst du ja erzählen, wieso du angefangen hast bei Abseits. Ja. So vielleicht. Ich selber bin durch Zufall zur Abseits, zur Peerbegleitung gekommen, nachdem ich selber im Krankenhaus war und längere Krankheitsgeschichte hinter mir habe, bin ich bei uns in der Tagesstätte gewesen und da war eben jemand, der mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass es eben Genesungsbegleiter gibt, also Peerbegleiter und dass da eben im Rahmen einer Abseitsstudie eine Ausbildung gibt und mir war das eigentlich schon immer wichtig oder war mein Anliegen, sage ich, dass ich meine Erfahrungen weitergeben kann, die ich in meiner eigenen Krankheitsgeschichte mir angeeignet habe, indem dass ich sie angelesen habe oder dass ich selber Therapien gemacht habe oder mir Hilfe geholt habe und das kann ich oder konnte ich mit der Ausbildung zur Peerbegleitung bei Abseits super verknüpfen und habe ja dadurch dann auch eine Anstellung bekommen. Was war für euch so der ausschlaggebende Punkt? Also der ausschlaggebende Punkt war deine Einladung mit dem sogenannten Bewerbungsgespräch mit Eva und dann eben das Training. Also ich habe auch so gemacht, wie das Training dann zu Ende gegangen ist, ich könnte weitermachen. Ja, so. Und was mir dann hier Freude bereitet hat, speziell an der Klinik, diese Bauweise mit den einzelnen Häusern. Das Spannende war auch während der Studie die Klienten außerhalb zu besuchen und dass du zu uns kommst, wir haben tolle Berge. Mhm. Ich habe eine posttraumatische Belastungsstörung und ich habe vieles Schreckliches erlebt in meiner Kindheit, aber ich habe immer irgendwas gehabt oder irgendjemanden, der mir geholfen hat, der mir eine Tür geöffnet hat. Und nachdem ich dann gesund war, wollte ich das was zurückgeben. Das war mir total wichtig, dass ich jetzt also meine Erfahrungen einbringen kann und dass ich ja einen Teil zurückgeben kann an die, also nicht direkt an die Menschen, die mir was gegeben haben, aber es weiter. Und ich habe gemerkt, ich bin im Rahmen einer Studie eingestellt worden, dass die Leute unheimlich davon profitieren, dass man auf Augenhöhe spricht und die Leute bedanken sich hinterher bei mir, dass ich sie begleitet habe. Und ich denke mir immer, ich muss mich bei ihnen bedanken, dass ich sie begleiten durfte. Ich nehme da immer ganz viel für mich mit, weil das immer ganz besondere Menschen sind, mit denen ich ja ihren Weg
Also ich habe ja nicht den Weg, den habe ich nicht in der Tasche, um gesund zu werden, aber den Weg mit den Menschen selber herauszufinden, davon profitiere ich selber heute noch. Genau. Und wir freuen uns über jeden, der mit demselben Herzblut an die Sache geht und deshalb, wenn du zu uns kommst, optimal. Wie sieht ein typischer Arbeitstag Ja. aus? Also meine Situation ist so, dass ich 2x3 Stunden die Woche hier auf der Station bin, Spezialstation für Menschen jungen Alters, Schwerpunkt Psychosen. Ich bin am Dienstagvormittag da bin ich zeitweise bei der Visite mit dabei, wenn neue Patienten dabei sind und kümmere mich dann um die Leute, die mich schon länger kennen. Das heißt, bei schönem Wetter bevorzugt nach draußen. Guter Türöffner in die Gespräche ist einfach, lass uns eine rauchen und damit ist die Tür geöffnet. Am Donnerstagnachmittag ist eine Besonderheit, da mache ich mit beim Achtsamkeitstraining und einer gemeinsamen Gruppenaktivität mit allen Patienten. Das ist sehr abwechslungsreich, zum Beispiel Minigolf, zum Beispiel Eisessen und da habe ich auch die Möglichkeit, auf niederschwelligen Boden zu Kontakten zu kommen, die ich dann im Laufe der nächsten Tage vertiefen kann. Ich bin auf einer gemischten Station mit hauptsächlichen Krankheitsbild Depressionen und wir sind auch eine Mutter-Kind-Station und ich bin zweimal in der Woche, auch dienstags nachmittags und donnerstags nachmittags für jeweils 3 Stunden auf Station und bei mir sieht es so aus, dass ich an beiden Tagen jeweils in einer Gruppe mit dabei bin, also die Psychologin mit unterstützt mit meinen eigenen Erfahrungen, wo die Patienten mich dann auch nach meinen eigenen Erfahrungen fragen können und dann eben mit den Patienten Kontakt habe. Es kommt immer darauf an, ob welche länger da sind, dann die warten dann oft schon. Letzte Woche habe ich es erlebt, dass sie schon gesagt haben, super, dass sie doch noch kommen, weil da vorher was anderes war. Was für mich auch schön ist, wir haben ja eine Mutter-Kind-Station, da kann es auch manchmal sein, dass sie die Kinder dann übergangsweise nimmt, während die Mutter dann in der Therapiesitzung ist. Genau. So sieht mein Tag aus. Genau. Ich arbeite im Home Treatment, das ist also sowas wie STEB, Station für äquivalente Behandlung. Genau, und das bedeutet, wir fahren zu den Patienten raus. Also wir erleben die Patienten da, wo sie wohnen, in ihrer Familie, manchmal sind Angehörige dabei oder die Kinder. Und wir haben ganz unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Krankheiten, Borderline, Depressionen, Psychosen, alles vertreten, Angststörungen. Und ich weiß eigentlich nie, was mich erwartet. Wir machen die Haustür auf und ich weiß nicht, wie geht es dem Patienten. Und manchmal kenne ich die Patienten schon, weil ich mehrmals da war. Manchmal sind sie für mich ganz neu, aber gerade bei den Patienten, wo ich schon öfter dabei war, dann macht man was aus. Wir machen einen Krisenplan und dann geht die Tür auf und der Krisenplan ist heute nicht gefragt, sondern was ganz anderes. Und das finde ich total spannend. Und ich finde es so spannend, die Leute in ihrer eigenen Umgebung zu sehen, weil man leichter den Zugang zu ihnen bekommt. Also sie fragt, ob ihr in einem größeren Netzwerk von Peer Support Workern mit dabei seid oder ob ihr in irgendeiner Art und Weise eine Community um euch herum habt von Peer Support Workern. Das passt sehr jetzt stark dazu, die Beginnung sozusagen. Man sieht die Teilhabe. Ja. Die können die Intervision sprechen. Die Intervision wäre eigentlich viel mehr da sozusagen. Wenn ich einen Tipp gebe. Ja, vielen Dank für den Einwurf. Ich habe schon verzweifelt zugegeben. Also regelmäßig haben wir 3 wöchentliche zurzeit Intervision, auch hier in diesen Räumen. Unsere Supervisorin ist die Iris Zimmermann, die ja während unserer Ausbildung bei Abseits auch schon da war. Und das genieße ich sehr, dass sie das macht und nicht nur mit, also es ist einfach zusammen. Ja, das ist wirklich ein tolles Team. Punkt. Und ergänzend vielleicht, ich meine, wenn wir zwischen den 3 Wochen irgendwas ist, wir auch untereinander sagen, hey, da hänge ich gerade oder hilf mir mal oder was meinst du dazu? Ja, also da sind wir auch offen. Genau.
Gibt es dann außerhalb von Ulm und Günzburg noch andere Peer Support Worker, die ihr kennt oder mit denen ihr in Kontakt seid? Also, ich habe jetzt eine kürzliche Fortbildung in Ulm gemacht, da geht es um die Entstigmatisierung von psychischen Erkrankungen und da waren auch 15 Peerbegleiter da. Also da hat man sich auch so einfach ausgetauscht. Ja. Das war aber im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts. Genau. Okay. Genau, ich bin eingetragen in so einen Ex-Innen-Verein Deutschland, aber da passiert, sag ich mal, nicht so viel. Es gibt leider, oder es gibt noch nicht so viele Fortbildungen, Weiterbildungen etc. So ein bisschen schleppend bei uns noch in Deutschland. Du kannst auch noch ergänzen, dass wir während dem Abseitsprogramm eben den Kontakt zu der Abseits Hamburg hatten und deshalb jetzt letztendlich auch eingeschlafen ist, oder? Ich weiß es nicht. Ja, ihr müsst es wieder aufleben lassen, ja. Er fragt, ob ihr das Gefühl habt, ihr wart gut mit den anderen Ländern irgendwie in Kontakt oder ob da was. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, was jetzt sein wird. Ich werde mit Ramona im September nach Nottingham fahren und mal gucken zu den Kollegen dort. Genau. Also sie spricht über den internationalen Peer Support Tag. Der findet immer im Oktober statt, der 3. Donnerstag im Oktober und sie zusammen mit anderen Kollegen organisieren da jedes Jahr irgendwas, irgendeine Aktivität, ein Event, Online-Event in der Regel. Und sie fragt, ob ihr auch Interesse habt. Sie hätte euch eben auch gerne dabei. Genau. Ja. Also sehr gerne, wenn die Amtssprache Deutsch ist. Ich brauche einen Translator. Anders komme ich nicht drüber. Total gerne. Ja. Okay, also er fragt nach einem beispielhaften Klientenkontakt, der euch einfällt, was ihr mit der Person gemacht habt, was so Themen waren oder Aktivitäten. Ich habe hauptsächlich viel mit Patienten zu tun, die auf die Entlassung zugehen. Und da überlegen wir dann gemeinsam, was für Möglichkeiten gibt. Also wo sie sich angliedern können, wenn sie aus der Klinik rausgehen können. Oder es ist auch oft so, dass ich ihnen auch schon sage, wenn man schon absehen kann, dass sie sich eben einen Therapeuten außerhalb suchen, wo es die KVB-Listen, wo man die ausdrucken kann und dass es einen sozialpsychiatrischen Dienst bei uns gibt und dass die Wiedereingliederung gibt. Also ich unterstütze dabei, was zwar der Sozialdienst ein Stück weit schon vorgibt, aber dann in die Tiefe oder was die Patienten als Anfrage haben und genauer wissen wollen, da mache ich viel. Kannst du ein bisschen überlegen. Ja. Also ich erinnere mich jetzt an einen ich finde alle Kontakte, es gibt keine, also mir haben alle gut gefallen. Einen jungen Mann, Anfang 20, der insgesamt mit Angststörungen zu tun hatte, unter anderem sehr schüchtern war, nicht nach draußen gegangen ist und im Laufe der Begleitung wir Aktivitäten im Freien gemacht haben. Also wir haben uns zum Beispiel auf die Parkbank gesetzt und haben da unsere Gespräche geführt und im Anschluss zum Beispiel noch eine Runde Tischtennis. Und zum Abschluss sind wir dann gemeinsam essen gegangen. Also und jetzt hat mich dieser Klient eingeladen zu seiner Abschlussfeier vom Meisterbrief. Und er spricht dort und er wird sich freuen, wenn ich komme. Also, ja. Mir fällt spontan gar nicht so der eine Patient ein. Ich mache viel so bei Angsterkrankungen, so Konfrontationstherapie. Das mache ich immer ganz gerne mit den Leuten, weil man da so das Ergebnis so schnell merkt. Genau. Viele Krisenpläne, was mache ich, also wie erkenne ich meine Frühwarnzeichen, das mache ich sehr viel. Und das wirklich dann aufzuschreiben. Genau. Peers haben Zeit und das ist für die Klienten oft hilfreich, dass wir einfach mehr Zeit haben. Genau. Und dass ich dann sagen kann, das sind meine Frühwarnzeichen, wo sind ihre? Weil oft merken sie es, also oft sagen die Patienten, ich habe das nicht, bei mir geht das so schlagartig.
Und wenn man dann sich es gemeinsam anschaut, dann merkt man, oh nee, da ist doch schon was zu spüren, genau. Und wie wirke ich da dagegen? Das fällt mir jetzt so ein. Ja, also als Ergänzung ist auch das Modul, das wir machen, Notfallkoffer und Lebensbaum. Ja, wo den Leuten einfach mal bewusst wird, was sie eigentlich viel an Stärken, Ressourcen und so weiter haben. Und die dann zu dokumentieren und in diesem Notfallkoffer eine wichtige Ressource für den eventuell bevorstehenden Krisenfall haben. Ja, die 2 Sachen, die wir im Training gemacht haben. Genau. Ja, mir gibt es auch oft diese Dressurübung, die ich auch selber aus meiner eigenen Erfahrung kenne, dass wenn einfach ein Thema da ist, wo man jetzt kurzfristig nicht lösen kann, beziehungsweise auch kurzfristig jetzt vielleicht gerade niemand so da ist, wo man das anschauen und bearbeiten kann, also dass man das dann in den Dressur steckt, aber mit dem Hintergrund, dass das nicht weg ist, sondern dass man das bei gegebener Zeit wieder rausholen kann. Da habe ich auch sehr viel Erfolg, gerade auf Station, weil es ja die Leute doch, oder die Therapeuten nicht immer ansprechbar sind, die müssen das einfach auch immer wieder mal weglegen und da sind sie sehr dankbar, dass das dann nicht immer ständig in ihrem Kopf auch kreist. Also das habe ich auch schon sehr oft anbringen können, das machen wir auch sehr oft, genau. Weitere Übungen wäre nur das sichere Ort. Genau. Ja, und die Leute. Also, Auch so generell so Ja. Umgang mit Ja. Gefühlen überhaupt. Was mache ich, wenn die Gefühle zu stark sind? Ja. Wie gehe ich damit um? Also nicht unbedingt ins Tresor, so weit gehe ich Ja. gar nicht, sondern wie gehe ich damit um? Dass ich wieder in so ein Spannungslevel reinkomme, wo ich mich selber regulieren kann. Ja. Wir machen so viel, ganz unterschiedliche Sachen. Jeder Tag sieht anders aus. Je nach Bedürfnis. Je nach Also Bedürfnis. ich gehe auch auf Station rein und denke manchmal, ja, ich hätte das vielleicht vor und ich komme rein und es ist alles anders. Man plant eine Achtsamkeitsübung Ja. am Tag und es geht gar nicht, weil Ja. es überhaupt gar nicht ansteht, sondern was ganz anderes. Genau. Und, Jetzt haben wir sie da überzeugt, dass sie zu uns kommt. genau, weil die Frage ist es hier anders als Peer zu arbeiten als in anderen Einrichtungen oder was ist hier besser als in anderen beispielsweise? Also bei mir persönlich ist halt, dass wir einfach hier mehrere Peers sind, die zusammenarbeiten Ja. und wir da auch Unterstützung kriegen, da im Team, da zum Beispiel durch die Iris, die ja schon lange Jahre im Bezirkskrankenhaus arbeitet, da sehr viel Erfahrung auch hat und wenn da Ja. was ist, einfach wir wissen, da meldet man sich und das kann man, kriegen wir auch Unterstützung, also ich bin nicht alleine, genau. Genau, also bei mir ist es so, ich habe Supervision auf der Station mit dem anderen Personal, Krankenschwester, Ärzte, finde ich total gut und hilfreich, aber ich bin eine andere Berufsgruppe und der zusätzliche Austausch mit den anderen Peers, von dem profitiere ich und deshalb kann ich das Günzburger Krankenhaus nur empfehlen. Dann habe ich das Gefühl, wir sind hier, also ich spreche jetzt nur für mich, auf der Station, ich bin oft mit offenen Armen empfangen worden. Einfach als Mitarbeiter. Ich werde genauso angesehen, ich habe dieselbe Wertigkeit, es ist Augenhöhe. Das finde ich, das gibt es auch nicht überall, weil ich auch andere Peers kenne, die woanders arbeiten. Das ist nicht die Regel, leider. Noch nicht die Regel. Also bei mir auf dieser Spezialstation Louis, lebensnahe Unterstützung und Information, erlebe ich es wie Claudia, Stationsassistentin, Pflegekraft, Oberarzt im ersten Team einmal im Monat. Ich gehöre da dazu. Ich werde gefragt auch über andere Dinge auf Station, als Verbesserung zum Beispiel diese Stationsinsel, was wir durch Farbe verändert haben, was eine Papieraufgabe ist. Oder ich mache jetzt die Fotos für die Flyer, also solche Sachen. Also voll integriert sozusagen. Und ich merke, wenn ich auf Station komme, die freuen sich. Also so verstellen können die sich gar nicht, dass es nicht so ist. Ja. Dann finde ich, haben wir noch so ganz viele Chancen, andere Sachen zu machen. Also wir überlegen gerade, ob wir noch planen für den Herbst. Und wir haben gerade viel zu tun, noch eine Gruppe aufzumachen. Und wir werden eigentlich immer mit offenen Armen empfangen. Wir können am Recovery College teilnehmen. Ja, wir stellen unsere Arbeiten noch an verschiedenen anderen Projekten dar, was wir tun. Und das finde ich auch total toll, weil ich glaube, es gibt zu wenig Peers noch.
und je mehr, desto besser. Irgendwo ein bisschen. Merci beaucoup, Isabelle. Ja, ja, ja.